Die nächste Zutat, die ich verwenden werde, sind rote Beete, denn ich liebe rote Beete. Und rote Beete, das passt perfekt zu Frischkäse. Heute habe ich da Frischkäse also Ziegenkäse. Ihr werdet auch merken, dass ich besonders Sterne mag, also die Form. Da werden wir so auch kleine Häppchen, kleine Canapés machen in Sternenform. Wir fangen gleich an mit der roten Beete. Die werden wir erstmal in ganz feine Scheiben schneiden. Und auch groß genug, damit wir sie dann ausstechen können. Ja. Also so ungefähr so. Nicht so einfach zu schneiden. Voilà. Und wir werden so eine Art Creme vorbereiten mit der Ziegenkäse und ein bisschen Milch, damit es ein bisschen lockerer wird. Nehme ich einfach ein bisschen Milch, Ziegenkäse, also Frischkäse. Kommt die Käse rein. Und ich nehme eine Gabel und werde es ein bisschen so pürieren. Ihr seht es, es ist noch ziemlich fest, also kommt noch ein bisschen Milch hinzu. So. Nicht zu viel, sonst ist es zu flüssig. Mal sehen. Noch ein bisschen. Einfach schauen, wie es geht. Also hier kommt noch ein bisschen Schnittlauch rein. So, für die Farbe. Natürlich auch für den Geschmack. So, einfach rein schneiden. Unsere Frischkäsecreme ist jetzt bereit. Wir werden so ein, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, also une poche benutzen. Machen wir einfach die Käse rein. So, das ist die Creme in der Poche. Und jetzt können wir es auf unsere rote Beete-Scheiben machen. Also, ob ich das wie die Profis schaffe, weiß ich noch nicht. Doch, einmal. Jetzt brauche ich noch die Scheibe, die drüber kommt. Und das geben wir einfach drauf. So, ein bisschen drauf drücken. So, jetzt einfach ausstechen. Ich nehme dann gleich dazu einen Teller. Kann ich es präsentieren? Das mache ich mal weg. So. Und keine weißen Klamotten anhaben, gell? So. Et voilà! Sieht schön aus, oder? Nicht wahr?